Ja, hallo und herzlich willkommen an diesem wunderschönen Mittwochabend und ich begrüße euch natürlich da draußen und heute mal ein Livestream ohne Fußball, ohne Live-Kommentar quasi und ich habe mir gedacht, da ich ja leider das Stuttgart-Spiel verpasse zum Saisonstart des FC Bayern München, mache ich doch heute einen Livestream und schau mal über die ganzen Vereine in der Bundesliga und die ganzen Transfers und gebe meine Prognose ab für die kommende Saison 2026, 2027 und erstelle eine Tierlist. Wer wird Meister, wer wird absteigen aus meiner Sicht und wer schafft es ins Mittelfeld, wer schafft es in die internationalen Plätze. Und darum geht es heute in diesem Livestream und ich hoffe, ihr seid mit dabei. Ihr könnt gerne mitdiskutieren. Schreibt in den Chat rein, was denkt ihr, wer steigt ab, wer wird Meister, wer kommt in die internationalen Plätze und vielleicht seid ihr auch meiner Meinung und wir gucken nachher, wie gesagt, mal alles ähm, durch die Bundesliga durch. Und ihr könnt auch gerne abstimmen. Und zwar ist gerade eine Abstimmung. Wie weit schafft es der FC Bayern München in der Champions League-Saison 2026, 2027? Gerne mal unten abstimmen. Und wie gesagt, wenn ihr den und sowas habt, dann gerne reinschreiben. Just me hier, Servus, hallo, dir auch einen schönen Abend und ich hoffe, dir geht es natürlich auch gut. Und eine Sache habe ich natürlich noch, und zwar, ich bin ja schon etwas länger Fußballfan und der eine oder andere, der Fußball ja auch wahrscheinlich schon lange mitverfolgt, wird es wahrscheinlich kennen, und zwar das Kickerheft. Und da gibt es immer zum Jahresanfang natürlich ein Kicker-Sonderheft. Und das Besondere daran ist immer, das habe ich schon seit meiner Jugendzeit und es hat mich heute irgendwie auch wieder daran erinnert. Und zwar, wenn ich es mal in der Mitte aufschlage. Ihr werdet es wahrscheinlich alle kennen, und zwar die Kicker-Stecktabelle. Immer zu jeder Saison mit allen Vereinen. Und dieses Jahr gibt es sogar, ich mache es mal ganz groß hier, die erste, zweite und dritte Liga mit drinne. Und ich werde mir den Spaß auch mal wieder gönnen, diese Stecktabelle mir irgendwo ranzupinnen, vielleicht auch im Hintergrund, man muss ich mal gucken, und die dann halt auch natürlich auch jede Woche pflegen und mit rein posten bei uns auf dem Kanal, natürlich immer ein Foto machen und dann, wie gesagt, das hat so ein bisschen Nostalgie. Wie gesagt, der ein oder andere, der schon etwas länger Fußball verfolgt und früher gab es ja sowas wie Internet auch noch nicht so. Und da war bei mir immer Pflicht am Sonntagabend, wenn denn die Bundesligaspiele zu Ende waren, immer den Teletext angemacht und geguckt, wer ist Erster, wer ist Zweiter und dann halt bis runter. Und dann
habe ich halt immer die jeweiligen Sachen dort, die jeweiligen Vereine dort von Platz 1 bis 18 reingesteckt und ja, man konnte sich dann immer tagsüber die ganze Tabelle angucken. Und ärgerlich war es natürlich, wenn die Tabelle dann mal runtergefallen ist und die ganzen Vereine da rausgeflogen sind, dann konnte man wieder alles noch von neu machen. Aber wie gesagt, das Heft werde ich natürlich auch noch mal ein bisschen durchblättern. Da stehen auch noch ein paar Sachen drin, natürlich für die neue Saison 2026, 2027. Und wir hatten ja auch schon das Spiel Dortmund gegen Bayern im Franz Beckenbauer Supercup. Die Bayern gewinnen 2:1 und ja, Brown macht schon mal sein erstes Pflichtspieltor. Das hat schon mal ganz gut funktioniert. Saibari hat nur 10 Minuten Spielzeit bekommen gegen Dortmund. Das war jetzt noch nicht so viel. Und einige Wechsel gab es ja auch noch beim FC Bayern München, da gucken wir dann auch noch mal rein. Palina hat Bayern München verlassen, denn Wisdom Mike geht nach Brügge. Fester Verkauf. Palina waren es, glaube ich, 20 Millionen, Wisdom Mike um die 5 Millionen und Leihe von Chavez nach Magdeburg. Da, ich glaube, mit Kaufoption bei Magdeburg, aber ich denke mal, Bayern wird ihn dann nach der Leihe auch wieder zurückholen. Der war ja auch letzte Saison schon nach Köln verliehen in der Rückrunde. Da hat es dann nicht so ganz funktioniert. Da hat er kaum Einsatzzeiten bekommen. In der Vorbereitung hat er ganz gut gespielt, hat auch, ich glaube, ein Freistoßtor gegen Heidenheim gemacht. Also das hat mir ganz gut gefallen. Dann Marta Neto, buenos días y saludos de Colombia. Vielen lieben Dank, dass ihr da seid, erstmal ihr zwei. Und wie gesagt, alle anderen, ihr könnt gerne reinschreiben, wenn ihr was habt, wenn ihr auch über andere Sachen sprechen möchtest. Also, ich, wie gesagt, werde dann hier meine Fußball-Kicker-Stecktabelle, ich zeige sie nochmal, dann jeweils immer schön fein säuberlich führen, jeden Sonntag und dann auf der Community dann ein Foto posten mit der Live-Tabelle. Ich denke mal, das ist irgendwie ganz witzig. Also für mich finde ich es ganz, ganz lustig und wie gesagt, bei den einen oder anderen da draußen ja, kommt vielleicht auch ein bisschen Nostalgie auf und vielleicht könnt ihr mal reinschreiben oder kommentieren, wer hat sich denn dieses Kicker-Sonderheft dieses Jahr gekauft oder wer kennt denn diese Stecktabelle denn überhaupt noch und kauft ihr euch überhaupt noch irgendwelche Magazine oder Zeitungen? Also hier in Berlin zum Beispiel, als ich früher noch in der Jugend gespielt habe, da haben wir uns auch irgendwie dann am Wochenende oder nach dem Wochenende mal die Fußballwoche gekauft. Ich weiß, wie gesagt, die gibt es aus Berlin. Ich weiß nicht, ob die in anderen Bundesländern auch erhältlich sind. Und natürlich auch das Kicker-Magazin. Ich war auch, glaube ich, mal einer, der das abonniert hat. Aber das war, wie gesagt, in den Zeiten vor dem Internet. Da hat man halt ja auch noch viel mehr gelesen und viel mehr Informationen aus Zeitungen oder Magazinen geholt. Und heutzutage geht man ja halt ins Internet und tickert da irgendwas ein bei Google und dann kriegt man eigentlich seine Informationen. Und ja, also Back to the Roots, so ein bisschen wieder ins Kicker-Sonderheft. Und wie gesagt, könnt ihr ja mal unten reinschreiben, was ihr noch alles so kennt. Und ihr seid ja auch schon fleißig hier am Abstimmen. 6 Stimmen gab es schon. Also 33% mit den Abstimmungen. Matthias Hanke, Servus dir auch. Schön, dass ihr da seid. Und 33% sagen, Bayern wird Champions League-Sieger. 33% sagen aber auch mindestens ins Viertelfinale und 17% jeweils Halbfinale und aus vor dem Achtelfinale. Da hoffen wir natürlich nicht. Und die letzten Jahre ist der FC Bayern München relativ weit gekommen in der Champions League und es sollte, es hat noch nicht geklappt, seit 6 Jahren, genau, mit den Champions League-Titel. Das letzte Mal halt 2000, wann war das? 2001, ne? 2021 gegen Paris im Finale mit dem goldenen Tor von Kingsley Coman per Kopf. Und ja, es soll dieses Jahr hoffentlich mal wieder klappen, ins Champions League-Finale zu kommen. Und Champions League Gruppenphase Auslosung, die ist morgen um 18 Uhr. Hätte ich auch gerne einen Stream gemacht, aber morgen leider geht es auch nicht. Da habe ich Fußballtraining selber. Wie gesagt, Freitag, da ist ein Pokalspiel von mir selber, deswegen auch nicht live beim Stuttgart-Spiel. Und Sonntag komme ich natürlich noch online. Da mache ich dann so ein bisschen nach dem Spiel Berichterstattung und gehen wir auch nochmal das Spiel durch. Und ich werde es natürlich aufnehmen und dann natürlich am Samstagabend gucken, aber erstmal muss ich auch selber Fußball spielen. Und ja, lass uns mal durchgehen bei den Vereinen. Also,
Ich habe hier natürlich schon mal ein bisschen was vorbereitet. Das sind erstmal die Vereine, die 18 Vereine, die dieses Jahr in der ersten Bundesliga spielen. Wir gucken uns gleich mal so ein bisschen die Kader an, wir gucken uns ein bisschen so die Wechsel an und dann habe ich hier eine Tierlist gefunden im Internet und da werde ich dann natürlich mir die Tabelle so ein bisschen setzen, wie ich denke, dass die Vereine abschneiden werden. Ist natürlich ja, für mich ist ein bisschen klar, wer oben landet und vielleicht auch so ein bisschen wer unten landet. So ein bisschen Mittelfeld ist natürlich ein bisschen schwerer einzuschätzen, aber wir gucken uns das Ganze mal an. Und wie gesagt, ihr könnt natürlich auch mitmachen und eure Prognosen reinschreiben in den Chat und denken oder schreiben, was ihr denkt, wo der jeweilige Verein hinkommt. Und ja, wir haben natürlich hier auch noch Transfermarkt, alles offen. Da können wir die Vereine durchgehen und da machen wir vielleicht hier eine Stunde oder 1,5 Stunden und ja, da werden wir mal ein bisschen gucken, was die Saison hergibt. So, also, ich würde sagen, wir fangen mal in der Liste hier ganz oben an und das ist der FC Augsburg. Gehen wir mal in den Kader rein. So, das ist der Kader für die Saison vom FC Augsburg und dann gucke ich auch gleichzeitig hier bei FC Augsburg, wer da alles gekommen ist, wer da alles gegangen ist. Dann müssen wir wahrscheinlich hier ein bisschen runter scrollen. Da, und zwar von Hoffenheim, Hennes Behrens ist dort gekommen. Dann Ribeiro von Lissabon, ausgeliehen schon letzte Saison. Dann Suso von Düsseldorf. Keitel, der sagt mir auch noch was, der Stuttgarter, die Leihe verlängert. Der hat dann also auch schon bei Augsburg gespielt. Gregoritsch ist fest verpflichtet worden. Ja, auch schon mal ganz gut für den FC Augsburg. Da hat er ja auch schon ein paar gute Spiele gemacht. Brackelmann sagt mir jetzt nicht zu viel. Die anderen werden wahrscheinlich auch alles Laien gewesen sein. Genau. Abgänge. Mats Pedersen zu Hertha BSC, die Hauptstadt. Gucken wir mal rüber. Gian Nulis, der ist nach Griechenland zurückgegangen. Der war eigentlich auch Stammspieler, wenn ich mich recht erinnere, in der letzten Saison beim FC Augsburg. Und ein paar Abgänge auch noch von, denke ich mal, ein paar Jugendspieler und sowas alles. Also Augsburg somit der erste Verein, den ich so ein bisschen einschätzen werde. Finn Dahm im Tor. Haben wir noch Grigoric im Sturm. Ribeiro, Rodrigo vorne mit drinne. So, wenn wir mal gucken. FC Augsburg. Ich kann ja noch mal die Tabelle anmachen. Vom letzten Jahr. Da haben wir die auch nochmal zur Übersicht, wie es letztes Jahr ausgegangen ist. Und da haben wir den FC Augsburg auf Platz 9. Die haben relativ, wie war denn das bei Augsburg? Die haben, glaube ich, ganz gut angefangen, die ersten 3 Spiele oder sowas, und dann haben die irgendwie stark nachgelassen. Und dann haben sie auch den Trainer gefeuert. Ich glaube, war es sogar mit der erste Verein, der Sandro Wagner gefeuert hat. Und dann haben die aber die Rückrunde nochmal ganz gut gespielt. Also mit 43 im Mittelfeld gelandet. Und ich packe mal Augsburg. Das ist schwierig, so als erster Verein. Ich packe sie erstmal auch wieder von 8 bis 11 mal mit rein und werde mal gucken, wie sich das nachher vielleicht noch gibt. Vielleicht verschiebe ich die nochmal, den einen oder anderen Verein. Und dann gehen wir weiter zu Union Berlin. Da war es auch ganz knapp im DFB-Pokal. Ähm, lass mich nochmal schnell reingucken, weil da kann ich nämlich nochmal die DFB-Pokal-Ergebnisse mit raussuchen. Und da war nämlich Union 2:4 gegen Braunschweig. Na gut, Zweitligaverein. Aber ich glaube, mit den Elfmeterschießen war es ja bei Hertha so. Die sind ja dann fast rausgeflogen bei Wolfsburg. So, Union Berlin. Da haben wir, gucken wir mal, wie der Kader sich verändert hat. Mal hier gucken. Berlin, Zugänger, Ebischer, Latte, Stanley Nsoki von Hoffenheim, Van den Bosch, Marvin Friedrich von Gladbach, auch noch ein Bekannter.
Julian Friedrich von Alglinicke sogar ein Spieler, gut, die Leihe war dort. Beendet die Algliniker, die haben ja fast eine Sensation geschafft im Pokal gegen Wolfsburg. Erst im Elfmeterschießen, da waren sie eigentlich auch besser dran, ne? Und dann der letzte Elfmeter auch noch irgendwie verschossen. Abgänge hatten sie Bogdano, Koppus, also auch nicht so große Abgänge, auch mehr, also keine Stammspieler. Mehr Döki, doch, Döki, der war Stammspieler, der ist Lazio Rom nach Italien und Kral nach Kopenhagen. Diogo Leite, Vertragsende sogar. Also doch schon 3 Abgänge, die letztes Jahr auf jeden Fall, ja nicht Stammspieler, aber schon öfter gespielt haben. Martha, ich analysiere die Bundesliga. Yo analizo Bundesliga de próximo temporada. So, Union Berlin hat sich ein bisschen schwer getan im Pokal und ich denke mal, die werden es auch dieses Jahr schwer haben in der Liga unter neuen Trainer. Bei Union Berlin würde ich sagen, gar unter Augsburg. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass da, wenn es nicht richtig funktioniert, auch schnell mal wieder der Trainer gefeuert wird. Da muss man natürlich aber auch gucken, wie es bei den Aufsteigern aussieht. Also gerade so bei Elversberg, den ich nicht wirklich viel zutraue. Bei Schalke 04 weiß ich auch nicht so richtig, ob die da die Liga halten. Und da könnte es natürlich auch sein, dass da schnell mal ein Trainer gefeuert wird. Und Union sehe ich da auch eher weiter unten mit drinne. So, dann haben wir Werder Bremen, die ja letztes Jahr auch nicht so dolle waren. Gucken wir auch mal auf den Kader. Torwart ja auch gegangen. Da ist jetzt Hein Karl im Tor drinne. Agu ist weiter da geblieben. Marco Friedl ist weiter mit da. Amos Pieper, Niklas Stark. Also fast so ein bisschen gleich geblieben. Dingschi, Ehren Dingschi, den kennen wir noch von Heidenheim. Aber auch ein paar Spieler verkaufen müssen. Niklas Füllkrug natürlich wieder zurückgekommen. Ja, im Sturm brauchen da natürlich auch ein bisschen was. Gucken wir nochmal auf die Tabelle. Da haben wir letztes Jahr Werder Bremen gerade noch so mit 32 Punkten gehabt. Und ich glaube auch, das wird dieses Jahr auch nicht einfacher. Nur gut, ist Füllkrug wieder da. Hofft man oder erhofft man sich natürlich bei Werder Bremen, dass er da ein bisschen mehr Tore macht. Und bei den Transfers gucken wir auch noch rein. Da Union Berlin, den haben wir irgendwo hier vorne wahrscheinlich. Da, Union Berlin. Äh, Werder Bremen war ich doch jetzt. Niklas Füllkrug, die Leihe von West Ham, genau. Ehren Dingschi bei Freiburg, alles klar. Der kam aber damals von Heidenheim, glaube ich, ne? Ausgeliehen von Freiburg. Ludovic Reis, Club Brügge, der hat, glaube ich, auch mal bei Hamburg gespielt. Dann Schlager von Salzburg. Okay, die scheinen sich doch ein bisschen verstärkt zu haben. Magdeburg noch ein Spieler, denn Fortuna Düsseldorf, Itten. Sogar aus Spanien einer von Valladolid. Ein paar Jugendspieler. Noch Kovnacki, der eigentlich bei Hertha ganz gut gespielt hat, der die Leihe beendet wurde. Und Abgänger Koulibaly haut natürlich so ein bisschen rein. Schmid war auch eigentlich ein Stammspieler. Auch viele. Mio Backhaus, der Torhüter, ja gut. Bittenkurt, zurück zur Energie. Cottbus, Boniface hat überhaupt nichts gebracht letzte Saison. Und Puertas ist wieder zurück nach seiner Leihe. Also, Sagawara ist zurück. Okay, Sugawara. Den fand ich eigentlich ganz gut bei Bremen. Hat er, glaube ich, auch ein bisschen Verletzungspech gehabt. Werder Bremen.
Wo packen wir die hin, die Bremer? Ich würde mir erhoffen, dass sie nächste Saison ein bisschen besser funktionieren. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sie auch hier so bei Augsburg landen werden. Dankeschön für die Übersetzung. Just me here. Dankeschön. So, machen wir weiter mit Borussia Dortmund, den Vizemeister. So, da ist ja auch ein paar Abgänge. Gucken wir uns erstmal die Abgänge an. Ich glaube, das ist ein bisschen interessanter. Die habe ich ja auch schon am Samstag ein bisschen durchleuchtet. Die haben aber eventuell noch ein paar auf dem Zettel, dass sie da noch ein paar kaufen. Wo sind sie denn? Die Dortmunder. Denke mal, aber Dortmund wird einer der ja, engsten Verfolger werden vom FC Bayern München oder zumindest oben halt mitspielen. Sag mal, bin ich jetzt gerade blind oder warum sehe ich die Dortmunder nicht? Achso, sollte ich vielleicht mal ganz nach oben machen. Also, Zugänge, Enzo dos Santos aus der eigenen Jugend. Joe Ferman von Eindhoven, den haben wir auch schon spielen sehen am Samstag. Giannis Constantelias, wurde auch eingewechselt. Oder nee, der hat von Anfang an gespielt. Carretas, glaube ich, wurde eingewechselt. Und beide haben eigentlich ganz gut gespielt. Zumindest halt in der zweiten Halbzeit. Da war Dortmund ja auch ein bisschen stärker. Gadu, den habe ich spielen sehen von Salzburg. Prates sagte mir jetzt nicht so viel. Lerme auch nicht. Und Ignacio, der war auch in der Startaufstellung. Und Abgänge Ramaj zu Kopenhagen, zuvor die Leier zu Heidenheim, denn Kabar war auch eher Ersatzspieler. Koto, der hatte, glaube ich, auch ja, so eine halbwegs stabile Saison gehabt. Letztes Jahr ist auch zur Leihe nach Italien gewechselt. Julian Brandt, genau, Ajax Amsterdam. Ähm, ja, haben wir noch Campbell, der Jugendspieler, so ein bisschen, also nicht wirklich viele Spieler weg. Der eine oder andere soll da noch kommen. Ich hatte heute auch noch einen Spieler gelesen bei Dortmund mit drinne. Ich denke aber, dass auch Dortmund wieder so eine Saison spielen wird wie letzte Saison. Und denke mal, sie haben einen stabilen Kader, aber ich denke mal nicht, dass sie Bayern ja so gefährlich werden können. Aber wir werden es natürlich sehen in der Liga oder eine Saison dauert natürlich auch 34 Spiele, das ist klar. Aber ähm, ich will jetzt auch nicht das Maßstab oder das Spiel am Samstag, letzten Samstag als Maßstab nehmen, ähm, weil dafür waren viele noch zu, oder der Leistungsstand noch nicht so auf dem Level, die wir beide Vereine sehen werden wahrscheinlich. Aber ich denke mal, dass auch diese Saison der BVB Zweiter wird. Also zumindest auf Platz 2 bis 4. Aber ich denke mal, dass sie auch diese Saison wieder Vizemeister werden. Ja, schön, dass ihr euch da unterhaltet und danke auf jeden Fall für die Übersetzung. Google übersetzt zum Glück für mich hier so ein bisschen, deswegen kann ich das auch sehen, was ihr da auf Kolumbianisch oder beziehungsweise Spanisch schreibt. Und vielen lieben Dank, dass ihr da euch unterhaltet. Wie gesagt, alle können hier eure Stimmen abgeben und wenn irgendwas ist, schreibt gerne rein, wo ihr zum Beispiel jetzt auch Dortmund seht, wo die Union seht. Vielleicht können wir da uns einigen. Und ich möchte auch gerne mal eure ähm, Prognose sehen zur nächsten Saison. So, wir gehen rein zu dem Aufsteiger und ich glaube, wir spielen auch am zweiten Spieltag, am dritten Spieltag gegen Elversberg. Wir haben ja gleich am Anfang zwei Aufsteiger, erst Stuttgart, dann der Aufsteiger Schalke und der müsste es Elversberg sein am dritten Spieltag. Und gucken uns da mal den Kader an. Der natürlich Überraschungsaufsteiger gewesen, letzte Saison aus der zweiten Bundesliga und gucken uns natürlich auch an, ob da viel passiert ist bei den Elversbergern. Die werden bestimmt hier unten sein, genau. Zugänge. Footkoy von Eintracht Frankfurt als Leihe, dann von Lautern ein Spieler. Cole Campbell ist natürlich aber auch gut, dass sie sich einen Spieler geholt haben, der auch denn schon Bundesliga-Erfahrung hat. Noch ein recht junger Spieler.
Noah Davich war auch meiner Meinung nach bei Hertha BSC in Gespräch, ist aber in der Bundesliga geblieben, Leihe von Stuttgart. Onyeka von Leverkusen auch eine Leihe. Also man sieht sehr, sehr viele Leihen. Dann Krattenmacher, der hat letzte Saison noch bei Hertha BSC gespielt in der zweiten Liga. Jetzt fest gewechselt zu Elversberg von Bayern München. Dann von der U19 von Freiburg noch ein Spieler und auch Leihspieler fest verpflichtet. Dann haben sie Abgänger von oder zu Darmstadt, Sickinger, denn Mohamed Mahmoud, Austria Salzburg, konnte zu Hoffenheim Leihe beendet. Also auch gar nicht mal so viele Spieler abgegangen und das heißt natürlich auch, dass sie so wahrscheinlich weiterspielen wie in der letzten Saison und da sollte man auch Aufsteiger nicht unterschätzen. Aber ich glaube, dass Elversberg nicht wirklich eine Chance hat in der ersten Liga. Es sei denn, diese überraschen mich auch ein weiteres Mal, so wie sie es letztes Jahr in der zweiten Liga gemacht haben. Aber ich denke mal, sie werden ja auf den letzten drei Plätzen landen. Gucken wir hier nochmal so ein bisschen den Kader an. Viele Spieler sagen mir nicht wirklich was, aber ich habe auch nicht so viele Spiele in der zweiten Liga geguckt, zumindest nicht von Elversberg und gucke einfach nur so ein bisschen rein. Findet man eine sehr deutsche Mannschaft, wie man sieht, das hat man ja auch nicht mehr so oft. Hier noch einen aus Thailand, Franzosen noch dabei aus Ghana. Und ja, also entweder überraschen sie einen voll oder sie werden unten landen. Für mich erstmal meine Prognose, dass Elversberg direkt wieder runtergeht in die zweite Liga. Ähm, und weiter geht's mit dem nächsten Team, Eintracht Frankfurt, die ja eigentlich auch immer gut mit dabei sind und international. So, Eintracht Frankfurt. Da haben wir sie, Zugänge und Abgänge. Gucken wir uns auch nochmal die Bundesliga-Tabelle an vom letzten Jahr. Knapp am internationalen Geschäft vorbei geschrammt mit 44 Punkten. Ich denke aber mal, dass sie dieses Jahr wieder mehr angreifen werden und vielleicht auch dann wieder in die nationalen Plätze reinkommen. Die hatten im DFB-Pokal natürlich auch ein Auswärtsspiel. Wo war es? Eintracht Frankfurt, stimmt, die hatten das 11:0. Die haben, glaube ich, auch den neuen Rekord gebrochen mit den meisten Toren zur Halbzeit. Das waren 10:0. Das hat es vorher noch nicht gegeben. Marta Nieto fragt, zumindest aus Kolumbien. Ich habe folgende Frage. Warum wird behauptet, der FC Bayern habe mit dem Spiel am vergangenen Samstag den DFB-Pokal, den Pokal gewonnen, wenn es doch nur das erste Spiel der Saison war? Also, um das klarzustellen, und vielleicht kannst du just mir hier das ein bisschen. Okay. Ja, sehr gut. Hast du schon beantwortet. Sehr, sehr gut. Genau, und zwar gibt es in Deutschland zwei Pokale. Das ist einmal der DFB-Pokal, der immer Ende der Saison ausgespielt wird. Da gibt es verschiedene Runden, Runde 1, 2, 3, dann Viertelfinale, Achtelfinale, Halbfinale und Finale. Das geht über die ganze Saison. Da spielen die Erstligisten, die Zweitligisten mit und dritte Liga. Oh, jetzt müsste ich mal überlegen, ob auch die ganze komplette dritte Liga, ich glaube schon mit dabei ist. Und dann die Amateure, die den DFB-Pokal, den regionalen Cup quasi gewonnen haben. Deswegen können da sehr, sehr viele Amateure quasi sich auch qualifizieren. Wie zum Beispiel auch Altklinike, die haben den Pokal in der äh, Nordostoberliga gewonnen, wenn ich jetzt richtig liege, aber ich glaube schon, sowas zum Beispiel. Und der erste Pokal, der ausgespielt wird, was es letzte Woche Samstag war, das war der Franz Beckenbauer Supercup. Der hieß früher nur Supercup. Zu Ehren Franz Beckenbauer hat man ihn dann so umbenannt und der wird immer am Anfang der Saison ausgespielt. Und momentan ist es eigentlich so, dass der Meister gegen den Pokalsieger, DFB-Pokalsieger spielt. Und
Da Bayern letzte Saison aber beides gewonnen hat, war es diesmal so, dass der Meister und Pokalsieger gegen den Vizemeister, und das war Borussia Dortmund, gespielt hat. Und Bayern hat den Pokal gewonnen mit 2:1 und so ist die Geschichte. Also, zur Übersetzung. Du hast mir hier, vielleicht kannst du das übersetzen ins Spanische. Aber hast du ja schon halbwegs gut gemacht. Vielen lieben Dank dafür. Und wir widmen uns weiter, und zwar Eintracht Frankfurt. Von denen erwarte ich dieses Jahr ein bisschen mehr, muss ich ehrlicherweise sagen. Zugänge Onnideka von Brügge, Otavio aus Portugal, aus Estrela Amadora. Dann aus München der verliehen gewesene Noel Aseco, der kam, ich glaube, auch ein paar Millionen eingebracht, ich glaube 15 Millionen. Dann Malik Pimpong von Midtjylland, Nyankamp vom Wolfsberger, AC, der war eine Leihe beendet, Nkunku auch Leihe beendet und Wai auch Leihe beendet. Dann gleich aber auch wieder verliehen. Skiri ist wieder nach Köln gegangen. Okay, da war aber mehr zum Schluss mehr Ersatzspieler. Batshuayi ist nach, denke ich mal, nach Arabien gegangen. Futkoy, Elversberg, das hatten wir vorhin schon gesehen. Edimbe ist gegangen zu Schalke, war auch verliehen. Nathaniel Brown, genau, ganz wichtig natürlich. Top-Spieler beim FC Bayern München jetzt. Christensen, eigentlich auch Stammspieler gewesen, hat auch Frankfurt verlassen. Ansonsten sehe ich jetzt nicht wirklich große Namen. Kalumuendo haben die auch abgegangen. Okay. Gucken wir uns mal an. Den Kader von Frankfurt. Adi Hütter da wieder Trainer. Der hat ja Frankfurt eigentlich ganz gut aufgebaut gehabt. Bin gespannt, ob er es nochmal schafft. Und einige sind natürlich noch geblieben. Von Jonathan Burkhardt erwarte ich mir noch so ein bisschen mehr. Abdul Talib, der vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr nach Frankfurt gewechselt ist, war ja dann auch ein bisschen schwer verletzt. Ich tippe mal bei Frankfurt, dass sie dieses Jahr oder die kommende Saison 5 bis 7, aber wenigstens die internationalen Plätze ähm, mit einnehmen. So, gehen wir weiter. Freiburg. SC Freiburg. Da wird wahrscheinlich noch der Torhüter Artur Bolu wechseln. Der hat seinen Vertrag heute verlängert, aber soll wohl verliehen werden. Denke mal, vielleicht auch der mit einer Kaufoption. Mio Backhaus jetzt von Werder Bremen, die Nummer 1. Ginter noch mit dabei. Günther, Anthony Jung. Lienert eigentlich auch, glaube ich, stabil gleich geblieben. Eggesteiner mit da, Engelhardt, Grifo, der Italiener, Freistoßspezialist. Gucken wir uns mal gleich an, wer da noch dazugekommen ist. Höhler noch dabei, Scherhand, vielleicht kriegt er dieses Jahr ein bisschen mehr Einsatz bei Freiburg. So, dann müssen wir natürlich auch nochmal gucken hier. Gucken wir auch nochmal auf die Tabelle, wo Freiburg letztes Jahr gelandet ist und auf Platz 7 sich international qualifiziert mit 47 Punkten. Gucken wir mal an, wie Freiburg im DFB-Pokal das erste Spiel dieser Saison, also Pflichtspiele, gespielt hat. 5:1 gegen Düsseldorf, Kantersieg für den aber auch abgestiegenen Drittligisten, die auch da noch nicht so richtig Fuß gefasst haben in der dritten Liga. Und genau. Zugänger Yannick Engelhardt aus Italien, hatte auch schon mal in der Bundesliga gespielt. Dann Guto aus Anderlecht, ein paar Japaner, also wie es scheint. Genau, Mio Backhaus habe ich vorhin schon genannt, von Düsseldorf Muslia. Oh, der ist eigentlich nicht schlecht, glaube ich. Da ist die Leihe beendet worden. So richtig viele Zugänge gab es da nicht, aber Abgänge. Dann gucken wir mal, ob es da größere Namen gibt. Dingshi, Mansambi natürlich nach England. Das war wahrscheinlich auch ein guter Transfer.
wahrscheinlich viel Geld gebracht haben. Ansonsten eher so kleinere Namen. Adamu zu Schalke 04. Äh, Bin noch ein bisschen unentschlossen, wo ich Freiburg nächste Saison reinpacke. Aber ich sag mal, mit der Doppelbelastung schaffen sie es nicht nochmal, sich fürs internationale Geschäft zu qualifizieren. Ich gebe dem Ganzen mal 8 bis 11. So, wir haben jetzt nochmal zu gucken, Stimmen für wie weit kommt der FC Bayern München in der Champions League-Saison. Wir haben 42% momentan führend, Champions League-Sieger sogar. Dann mit jeweils 25% ins Halbfinale oder mindestens ins Viertelfinale und 8% aus vor dem Achtelfinale. Also schon mal sehr positiv gestimmt, das Ganze. Gefällt mir doch. Und wir machen weiter mit Hamburger SV. So, da gucken wir natürlich auch erstmal auf die Tabelle. Platz 13, 38 Punkte. Die werden aber wahrscheinlich auch mit ihrem Wechsel doch ein bisschen gebeutelt sein. So, gucken wir mal Hamburg. Die haben gegen Ferl einen Drittligisten mit 3:0 gewonnen. Da müssen wir hier wieder ein bisschen runtergehen. So, Zugänge. Also die haben doch ein bisschen was getan auf dem Transfermarkt. Moffi aus Nizza, Dan Bono aus Italien, sage ich schon, aus Leeds United, also aus England, der ja auch schon in Deutschland gespielt hat. Dann Bilal Nadir aus Marseille, Dakar, nochmal aus England. Also die haben schon ein bisschen was gesetzt und Kronbeck verpflichtet. Der hat, glaube ich, auch 3 Tore oder 2 Tore zumindest im Pokal gemacht. Also scheint da ein guter Transfer zu sein. Ansonsten die Laien, viele Leiden gehabt. Und Abgänge bei der Richtung Straßburg führt nochmal ein. Katterbach nach Braunschweig, Glatzel zu Wolfsburg, aber nicht wirklich Königsdörfer. Hat er zu Mainz gewechselt, okay. Downs Leihe beendet. Ah, okay, der war ja dann, glaube ich, auch Stammspieler bei HSV. Auch wieder viele Leihen beendet. Es wird schwer sein, denke ich mal, für den HSV nächste Saison. Ich denke mal, die werden auch unten mitspielen und ja, sich vielleicht so gerade wieder übers Wasser halten. Mit Yusuf Paulsen, Otto Stange. Jetzt auch nicht wirklich. Jetzt haben sie ja den Tarem Moffi geholt als Stürmer. Da muss er dann natürlich auch erstmal zünden da vorne drinne. Hm, schwere Sache. Schwere Sache, HSV. Aber ich gebe den Ganzen mal einen Platz bei 12 bis 15 der HSV. Höher sehe ich sie ehrlich gesagt nicht. So, TSG Hoffenheim. Da hat sich wahrscheinlich auch noch eines getan. Die Hoffenheimer sind im internationalen Geschäft. Das heißt auch wieder doppelte Belastung in der Europa-Liga. Auf Platz 5 gekommen mit 61 Punkten. Und TSG Hoffenheim ist gar noch vor Leverkusen. Da gab es auch einige Zugänge und einige Abgänge. Schauen wir uns mal an, Dagim aus Salzburg. Mal erstmal gucken, wo sie denn gelandet sind im DFB-Pokal. Da haben sie einen 4:0 Sieg gegen Erzburger Aue, die aber auch mittlerweile in der Regionalliga Nordost spielen, auch aus der dritten Liga abgestiegen. 4:0 ist jetzt nicht so berauschend.
gegen Regionalligisten, aber Pokal ist Pokal. Und es ist das erste Spiel der Saison. Und Dakim aus Salzburg gekommen, der Cat aus Anderlecht, okay. Ich glaube, auch schon mal gehört zu haben. Dann Spieler von 68 München, Mats Rotz aus Enschede, Patrick Wimmer von Wolfsburg. Also die scheinen dort auch noch ein bisschen nachgelegt zu haben. Chavez, die Leihe beendet, wieder zurückgekommen. Konnte ja auch Leihe beendet, also auch wieder viele Leihspieler. Und dann ging es mit den Abgängen. Auch ein Spieler per Leihe zu Salzburg. Zeitler Paderborn sagt mir nichts. Da mal zu Wolfsburg. Tabakovic zu Salzburg gewechselt, okay. War ja eigentlich auch immer so für ein Tor gut bei der TSG Hoffenheim. Grisha Prömel zu Stuttgart. Ah, Akpo Guma. Also da haben sie schon ein bisschen was verloren an Qualität. Bebu Vertragsende, der ist dann auch weg. Gucken wir uns den Kader mal an. Oliver Baumann dort im Tor, das ist klar. Arthur Chavez, der andere. Bernardo, früher mal bei Bochum gespielt hat. Ja, mit dem Kader, denn Doppelbelastung. Wisnik. Aslani konnten sie aber halten. Da bin ich mal gespannt. Der war ja auch, glaube ich, stark umworben ähm, in der englischen Premier League. Bup, bup, bup. Die Hoffenheimer, die Hoffenheimer. Wo packen wir die Hoffenheimer hin? Wir haben ja noch mit Leverkusen, Stuttgart, Leipzig auch noch ein paar Anwärter, die auch oben mitspielen. Ich packe sie erstmal hier bei Eintracht Frankfurt mit hin und gucke dann erstmal weiter. Marta Neto und Buendia, vielen Dank, dass du da warst. Und Dankeschön für die Übersetzung, dass ihr euch da so toll unterhalten habt. So, wir haben als nächstes den 1. FC Köln. Da gucken wir natürlich auch mal rein. Die hat natürlich auch nicht so eine berauschende Saison. Da haben wir auf Platz 14 1. FC Köln gehabt. 32 Punkte, also auch gerade mal so gerettet. Und die Kölner haben am Pokalwochenende, wo haben wir denn? 1. FC Köln. Da, gegen Würzburger Kickers, gerade mal so 2:1. Also auch sehr knapp. Ich glaube, da hat die Würzburger Kickers haben sogar geführt gehabt 1:0, dann haben sie das Spiel noch gedreht. Also es wird wahrscheinlich auch wieder schwer werden für den FC Köln. Skiri gegangen, Zugänge zurückgekommen nach Köln, so war's. Dann aus Bologna eine Leihe. Jill Neves aus Lissabon. Martin James oder James von Paris sogar. Manchester City, Heskey wird wahrscheinlich ein jüngerer Spieler sein. Also die haben noch ein paar Spieler. Oh, die haben sogar Jamai Simpson-Pusey von Manchester City fest verpflichtet nach der Leihe. Das ist eigentlich ganz gut gewesen. Der hatte auf jeden Fall ein paar gute Spiele gehabt bei Köln. Dann gucken wir aber mal bei die Abgängen nach. Kaminski zu Benfica Lissabon. Der war auch ein Stammspieler letzte Saison. Hussein Basit ist auch gegangen, auch nach Portugal. Erik Martel nach Mainz gewechselt, zu Mainz. Heinz zu Düsseldorf. Und Keins hat die Karriere beendet. Okay, das habe ich gar nicht mitbekommen. Und genau, der Leihspieler weggegangen.
ja, zu Bayern, der dann zu Magdeburg verliehen wurde. Also Köln hat sich, denke ich mal, mit jungen Spielern verstärkt. Gucken wir mal so ein bisschen rein, Altersdurchschnitt bei Kölnern, ein paar junge Spieler mit da drinne. Und ist natürlich Said El-Mahler noch gehalten, noch nicht verkauft und den Vertrag, glaube ich, sogar verlängert. Bin gespannt, bin gespannt. Da muss natürlich auch vorne ein Knipser da sein. Denke mal, da wird Bülte dann halt noch mit vorne drin spielen und Ache natürlich als Stoßstürmer dann nochmal agieren und dann halt viel darauf beruhen, dass Said El-Mahler da eine gute Saison natürlich hat. Hm, die Kölner, die Kölner. Was machen wir mit euch? Mit zu Augsburg, Bremen, Freiburg packen oder doch eher zu Union und Hamburg? Ich denke mal, es wird 12 bis 15 werden, auch ganz knapp wieder. Aber ich bin gespannt auf die Kölner, wie sie sich nächstes Jahr schlagen werden. Und wir machen weiter mit RB Leipzig. Die haben ja natürlich auch ganz viele Abgänge gehabt, aber ich bin gespannt, was Ex-Bayern-Spieler, Abwehrspieler Martin Demichelis natürlich da macht als neuer Trainer bei RB Leipzig. Kam ein bisschen überraschend, dass sie den Trainer ähm, gefeuert haben überhaupt und den neuen geholt haben. Bin aber auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was Martin Demichelis dort schafft in Leipzig. Auch wenn ich jetzt natürlich nicht so für Leipzig bin, aber Martin Demichelis war eigentlich immer ein guter Spieler beim FC Bayern. Und gucken mal rein. Da haben wir die Leipziger, die auf Platz 3 gelandet sind letzte Saison mit 65 Punkten. Eigentlich eine ordentliche Saison gehabt haben, aber wie gesagt, trotzdem musste der Trainer denn gehen am Ende der Saison. Und Leipzig hat gespielt gegen Eintracht Trier aus der Regionalliga Südwest. Die haben 6:0 gewonnen. So, Nyland, vereinslos ist dazugekommen. Der war auch schon mal bei Leipzig, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Denn STW aus Burnley. Gruda haben sie die Leihe verlängert. Das ist schon mal ganz gut. Denn dann Rocco Reitz eigentlich mit der Beste oder einer der Besten von Gladbach verpflichtet. Denn Vigo Gebel, eigene Jugend, aus New York wieder ein Leihspieler zurückgekommen. Genauso wie aus Neapel, Elmas. Kone auch, Arthur Vermeeren, auch die Leihe. Dann haben sie Abgänger, nochmal als Leihe Elmas. Dann Gerd Rüder zu Eindhoven. Der war auch vorher schon verliehen. Und ich denke aber mal, der größte Verlust wird natürlich sein Jan Diomande zu Real Madrid. Haben natürlich aber auch ordentlich Geld bekommen. Gulaschi hatte sowieso kaum noch Spielzeit bekommen. Da war er auch mehr so als Ersatz noch da. Der ist jetzt nach Spanien zu Villarreal gewechselt. Ansonsten haben wir nicht wirklich viel. Schlager ist noch nach Nottingham Forest gewechselt, okay. Der hatte eigentlich auch äh, sch- viele Minuten, also Spielzeit bekommen letzte Saison bei Leipzig und Openda, der wurde fest verpflichtet von Juventus Turin. Ich denke aber mal, dass Leipzig auch ohne Diomande vorne mitspielen wird. Gucken wir mal rein. Der Van der Voort als Torhüter, ähm, Nyland nur als Ersatztorhüter noch mit dazu. Baku mit dabei, Henrichs, Lukas Klostermann spielt auch noch, auch schon länger nicht mehr gesehen, denn Luque war so mit dabei, Willi Orban, David Raum, natürlich auch deutscher Nationalspieler, Banzusi, junger Spieler, Christoph Baumgartner, letzte Saison auch gut gespielt gehabt, gute Saison gehabt, denn der deutsche Ogo auch noch mit dabei, Rocco Reitz, wie gesagt, dazugekommen und ganz schön viel Stürmer hier da mit drinne. Kunku, genau, der kam ja noch als Leihspieler wieder zurück. Der hat ja auch schon mal bei
bei Dortmund, sag ich, bei Leipzig gespielt. Antonio Nusa, natürlich ein super Spieler. Romulo, letzte Saison nicht ganz so gezündet, aber der hat eigentlich auch drauf. Konrad Harder, auch mal mit 21 Jahren, auch ein guter Ersatz gewesen. Also ich denke und gehe mal davon aus, dass Leipzig unter den ersten vier kommt und würde sagen, vielleicht sogar wieder Dritter oder sich vielleicht mit Dortmund so ein bisschen duellieren auf den zweiten, dritten Platz landen wird. Das ist so meine Prognose. Dann haben wir Leverkusen als nächstes Team. Und auch da gucken wir mal, wie Leverkusen abgeschnitten hat in der letzten Saison 59 Punkte, 9 Niederlagen auf Platz 6, die Leverkusener. Und die haben gespielt gegen Wien Wiesbaden aus der dritten Liga mit 4:0 gewonnen. Also ungefährdeter Sieg von Leverkusen. Und da haben wir ähm, einige Abgänge zu verzeichnen bei Leverkusen. Zugänge, da haben wir Medina aus Frankreich, Gutierrez aus Neapel, Kenneth Eichhorn, der aber leider ja noch erkrankt ist an der Stoffwechselkrankheit von Hertha BSC, natürlich ein Riesentalent. Ob der jetzt erstmal reinkommt, kann man schwer abwiegen, ob der überhaupt irgendwie die Hinrunde spielt. Dann muss er natürlich auch erstmal den Trainingsrückstand wieder aufholen. Morera aus Lyon, Bomber aus was ist das denn für ein CS Bamako? Sagt mir gar nichts. Ähm, ansonsten Laien enden, die haben ein paar Abgänge. Laie zu Hertha, Alpha Rubich war aber auch eher ein ähm, Ersatzspieler. Mensa, was haben wir hier? Haben wir namhafte Abgänge bei Leverkusen. Grimaldo ist zu Atletico Madrid gewechselt, stimmt. Der ist natürlich sehr, sehr namhaft. Äh, über den lief ja gefühlt eigentlich fast alles bei Leverkusen. Stimmt, da habe ich schon wieder fast verdrängt. Der ist schon relativ früher zu Atletico Madrid im Sommer gewechselt. Denn Hincapié auch nach Leihe fest verpflichtet hat. Das war erst ein Leihspieler, okay. Ja, das haut natürlich so ein bisschen rein, dass Grimaldo da gewechselt ist. Aber müssen wir natürlich noch sehen, dass sie da jemanden finden, der die ganze Sache bei ihnen ersetzt. Ansonsten gucken wir mal. Patrick Schick ist noch mal dabei. Die haben eigentlich letzte Saison gar nicht mal so schlecht gespielt. Ich bin auch gespannt, was der Trainer macht. Charles Martinez. Der ist ja auch neu. Wie der Leverkusen einstellen kann. Bin aber noch ganz sicher, wo sie landen werden. Ich könnte mir vorstellen, dass Leverkusen eher wieder auf 5 bis 7 landet. 5 bis 7. Ja. Dann haben wir Mainz 05. Entschuldigung, ich will mal da klicken. Mainz 05. Gucken wir natürlich mal rein. Erstmal, wie hat Mainz 05 letzte Saison abgeschnitten? Auf Platz 10. 40 Punkte. Eigentlich relativ stabil gewesen. Haben auch den einen oder anderen Überraschungssieg geholt, die Mainzer. Und wir gucken uns an, wen die Mainzer gekauft oder abgegeben haben. So, Zugänger. Stefan Posch, der hat ja dann schon genau gespielt bei Mainz, fest verpflichtet. Denn Schwolo von Torhüter von Heart of Midlothian,
Königsdörfer. Okay, ein guter Stürmer eigentlich. Dann Erik Martel von Köln, Haidara aus der Akademie, Kawasaki fest verpflichtet, Geraldo Becker nach Leihe fest verpflichtet, ein guter Stürmer auch. Hat ja auch unter Trainer Fischer schon bei Union Berlin gespielt. Und noch einen asiatischen Spieler hier. Viper ist per Leihe nach Graz gewechselt. Dann Bobsien, genau, zu Dynamo Dresden. Ähm, Gibt es hier einen großen Wechsel? Daniel Batz, der Torhüter, vielleicht nach Gladbach. Das ist vielleicht so der größere Verlust gewesen. Ansonsten gucken wir mal Kader an. Schwolow die Nummer eins, Robin Zentner wieder die Nummer 2 quasi hinter Schwolow. Der eigentlich ein guter Rückhalt war, zumindest bei Freiburg damals. Sonst eigentlich auch stabil gewesen. Dominik Koye, der Rotsünder, der jedes Jahr immer weitere Karten sammelt. Amiri auch geblieben. Einige Asiaten mit drinne. Südkorea, Japan, nochmal Südkorea, nochmal Japan. Also die haben so ein bisschen Faible für Asiaten. Dann Geraldo Becker ist vielleicht sogar noch mit Königsdörfer und Hollerbach, die sind eigentlich auch relativ schnell da vorne und auch noch gar nicht so alt. Außer Becker mit 31 Jahren, aber hier noch ein junger Haidara, ein Ire, Elfenbeinküste. Ja, gegen wer hatte Mainz gespielt im Pokal? Mal gucken. 9:0 gegen Kriechhoff. Gut. Da hatte einer, glaube ich, sogar einen Hattrick geschossen, ne? Gucken wir mal rein. Tietz am Anfang. Vielleicht der Gewinner der Vorbereitung bei Mainz 05. Oh, das ist auch eine ganz schwierige Sache. Mainz sich aber gar nicht mal so schlecht nächste Saison. Hm, maximal sogar hier mit rein. 5 bis 7. Wir gucken gleich nochmal zum Schluss, ob ich noch ein bisschen ändern muss. Aber das ist erstmal für mich Mainz 05. Dann haben wir Gladbach. Die Gladbacher auch noch so gerade gerettet mit 38 Punkten. Platz 12. Gladbach hat gewonnen gegen Schott Mainz, auch ein Oberligist 5:0. Gucken wir uns an die Zugänge aus Amsterdam, Itakura, dann Hashioka, auch, denke ich mal, alles so viele Asiaten dabei. Ähm, Gibt es hier Daniel Batz von Mainz, größerer Name. Bolin fest verpflichtet. Der hat, glaube ich, auch dort getroffen beim 15:0, paar Tore gemacht. Abgänge, Elvedi, genau. Dann Gumu nach Nizza, Reina nach Straßburg. Also doch schon ein paar Stammspieler vom letzten Jahr als Abgänge. Marvin Friedrich zur Union, Engelhardt wieder zurück. Ja, das sind schon ein paar Spieler, die Gladbach verlassen haben. Eugen Polanski wird es auch nächste Saison wahrscheinlich nicht leicht haben bei Gladbach. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass es wieder so eine Saison wird wie letzte Saison und sie weiter unten mitspielen. Jetzt muss ich mal gucken. Ich packe Gladbach auch mal 12 bis 15 mit rein. Und dann kommen wir zum FC Bayern München. Da braucht man vielleicht auch nicht ganz so viel sagen, aber wir gucken uns natürlich. Und auch da der Tabelle an, natürlich erster Platz mit 89 Punkten, über 100 Tore geschossen, insgesamt 122 Tore. Dieses Sturm, ähm, oder dieser Sturm FC Bayern München war natürlich letzte Saison Gold wert und der
FC Bayern München hat natürlich noch nicht im DFB-Pokal gespielt, spielt aber am 2.9. nächste Woche Mittwoch gegen Osnabrück. Und wir gucken uns natürlich auch da an, was im Team passiert ist. Da die Zugänge natürlich fest verpflichtet, Sapoko von den Gambino All-Stars. Dann Saibari von Eindhoven natürlich, Nene Brown, jeweils 60 Millionen Euro gekostet. Dann die Leihe beendet von Sascha Bui, der ja wohl auch eine gute ähm, Vorbereitung gespielt hat. Dann Ibrahimovic die Leihe beendet und auch fest installiert beim FC Bayern München, soll auch öfter Spielzeit bekommen und Abgänge, da namhaft natürlich Palhinha für 20 Millionen an Benfica Lissabon heute gerade nochmal reingekommen, die News, denn Chavez ausgeliehen an Magdeburg, dann Sieb, der ist nach Amerika gewechselt, Aseko für, wie waren es, glaube ich, 15 Millionen zu Eintracht Frankfurt, 2 Narek zu Amadora, Nübel fest zu Besiktas gewechselt. Natürlich auch viele Laien noch. Kusiasara, der letzte Saison noch Jugendspieler beim FC Bayern München war, ist jetzt fest verpflichtet worden vom Fulham. Katmacher haben wir vorhin gesehen, bleibt in der Bundesliga zu Elversberg. Goretzka Vertragsende, genauso wie Guerrero. Da wird natürlich auch noch ein bisschen was eingespart an Geld. Und ansonsten gab es noch ein bisschen Geld für den Wechsel von Daniel Peretz nach Southampton. Und eventuell gibt es noch einen Abgang mit Sascha Bui, da muss man natürlich auch gucken. Und ja, also für mich natürlich ganz klar Meisterfavorit. Und die Bayern haben sich natürlich auch noch verstärkt mit Nene Brown, der auch sehr gute Vorbereitung gespielt hat, auch mehrere Tore geschossen hat, als auch gegen Dortmund schon sein erstes Pflichtspieltor geschossen hat. Wir können uns freuen auf Ismail Saibari. Also wir sind auf jeden Fall vielfältiger geworden, auch gerade vorne. Wir haben Nene Brown auf der Musiala-Position gesehen am Samstag. Wird wahrscheinlich auch so starten gegen Stuttgart und haben richtig guten Kader. Und auch im Tor mit Jonas Obig, der noch nachrückt, wenn Manuel Neuer verletzt sein sollte. Ich denke mal, der wird auch in der Bundesliga viel mehr Zeit bekommen. Ähm, in der Abwehr vielseitig. Nathaniel Brown kann auf der linken Seite spielen. Der kann vorne spielen, der kann auf der Zehnerposition spielen, wo Musiala spielt, wenn er dann wieder fit ist und zurückkommt und auch ja seine Absenzen überstanden hat, beziehungsweise die Krankheit überstanden hat und hoffentlich funktioniert oder hoffentlich wird es auch gut therapiert, sagen wir mal so. Mittelfeld top, Stürmer, Harry Kane, dann Luis Diaz links, Olise rechts, da wissen wir alle, was wir haben. Also für mich natürlich da gar keine Frage. Bayern für mich ganz klarer Titelfavorit auch wieder in diesem Jahr. Ich glaube nicht, dass da Dortmund oder Leipzig irgendwie auch rankommen können. Ähm, Man wird es natürlich abwarten. Es sind natürlich auch wieder 34 Spieltage, aber ich glaube nicht, dass dort irgendwas anbrennt. Der FC Bayern München wird dort auch wieder Meister werden. Und wir gehen weiter zum SC Paderborn. Wieder darauf gedrückt. So. Natürlich muss man da auch gucken, als Aufsteiger waren ja auch schon mal in der ersten Liga, aber da muss man natürlich auch gucken, dass da ähm, noch ein bisschen was an Substanz reinkommt. 4:2 gegen Phoenix Lübeck, auch fast so ähm, gewonnen, sagen wir es mal so. 2 Gegentore gegen Regionalligisten sind natürlich auch schon wieder relativ viel. Tabelle brauchen wir natürlich nicht gucken. Und wir gucken mal rein, mal ganz nach unten mit gucken als dritter Aufsteiger natürlich. Die haben sich geholt aus der ersten Liga, vom Absteiger Heidenheim Piringer. Dann Vidovic von Dinamo Zagreb. Batista Meyer, der ehemalige Bayern-Spieler. Von Preußen Münster, ein ganz guter Transfer. Ja, ansonsten sagen mir den Namen wahrscheinlich auch nicht so viel, euch wahrscheinlich auch nicht so viel. Man muss gucken, aber ich gehe davon aus, dass der SC Paderborn es schwer haben wird. Die werden halt gegen den Abstieg spielen und man muss gucken,
ob sie es dann auch noch schaffen. Ich gehe davon aus, dass sie es nicht schaffen und dass sie direkt wieder runtergehen oder sich vielleicht in die Relegation äh, schleppen, sagen wir es mal so. Also für mich gibt es Platz 16 bis 18. So, wir haben noch zwei Teams in unserer Liste und wir gehen weiter mit den nächsten Aufsteiger FC Schalke 04 und der Mannschaft, die wir am zweiten Spieltag haben. Die haben gespielt gegen Hallesch FC, Regionalligist 5:2 gewonnen. Als Aufsteiger aber auch knapp gewesen, glaube ich. War sogar, genau, in der Verlängerung noch dann 3 Tore gemacht. Also gar nicht mal so gut. Bimbe von Frankfurt als Zugang. Denn Dzeko natürlich, der ja auch schon letztes halbe Jahr bei den Knappen gespielt hat. Dann Wöber, den kennt man ja auch noch. Robin Gosens verpflichtet beziehungsweise als Laie. Das ist ganz gut eigentlich. Ansonsten Adamo von Freiburg, der da nicht so viele Chancen gehabt hat zu spielen, aber eigentlich ein ganz guter Spieler ist. Und bei den Abgängen muss man mal gucken. Salazar, ansonsten nicht so viel an Abgängen dort bei Schalke 04. Ich denke mal aber auch, bei Schalke 04 wird das Gleiche sein wie bei Paderborn. Die müssen sich auch so gerade irgendwie in der Liga halten. Die werden auch gegen den Abstieg spielen, denke ich mal. Ähm, und ich gebe den Ganzen erstmal auch 16 bis 18 und denke mal, dass die drei Vereine das unter sich machen mit dem Abstieg. Eventuell noch Gladbach, Köln, Hamburg und Union vielleicht auch so ein bisschen mit reinziehen. Und danach geht es dann halt so ein bisschen in die graue, ähm, ja, ins graue Geschehen, 8 bis 11. Wir haben aber jetzt noch Stuttgart als letztes Team. Und da würde ich sagen, gucken wir natürlich auch nochmal in den Kader rein. Stuttgart letztes Jahr auf Platz 4 mit 62 Punkten eine ganz gute Saison gehabt. Ähm, knapp vor Hoffenheim und auch knapp hinter Leipzig, aber für die Champions League qualifiziert natürlich. Auch da wieder Doppelbelastung mit der Champions League. Und die Stuttgarter haben das erste Spiel gespielt gegen Hansa Rostock mit 4:0 gewonnen. Mal schnell reinschauen, wer da die Tore gemacht hat. Ah, da war auch Doppeltorschütze. Ne, Dreifach-Torschütze, Pecinovic. Der eventuell aber auch noch auf der Abschussliste steht, glaube ich. Und Thiago Thomas hat dann noch ein Tor geschossen. Ähm, müssen wir hier nach oben scrollen. Stuttgart, Pecinovic, der kam, so war das genau. Der ist von Wolfsburg nach Stuttgart gewechselt. Hat da mal gleich 3 Tore gemacht. Richard Prömel, verstärkt von Hoffenheim. Also da auch noch äh, Spieler, der sich auskennt mit dem internationalen Geschäft. Dann El Kanous von Leicester City. Fest verpflichtet, das ist ein guter Transfer. Und Abgänge hatten wir nicht so viele Namen, außer Nübel halt, der Torhüter. Mal gucken, wer jetzt da Nummer 1 ist, Fabian Bredlow. Ansonsten eigentlich sehr gleich geblieben. Weiß nicht, ob die da noch was machen bis zum 31. August. Mittelstädt noch mit dabei. Wagnumann, Mittelfeld auch relativ viele Leute. Leveling, guter. Also ich denke mal, die werden auch wieder relativ weit vorne landen. Die haben auch mit Demirovic, da war die, genau, ich habe den gerade mit verwechselt, den Pecinovic haben sie gekauft, aber Demirovic stand eventuell noch ein Fragezeichen dahinter, ob er nächste Saison noch bei Stuttgart spielen wird, aber Dennis Undaff ja noch fest dabei, 30 Jahre mittlerweile. Der hat mir aber auch letzte Saison ganz gut gefallen. Guter Stürmer gewesen. So, ähm, da tippe ich, kommen die Stuttgarter auf Platz 4. Also meine Einschätzung ist,
Bayern Meister, dann Dortmund auf Platz 2, die Leipziger auf Platz 3, Stuttgart auf Platz 4, dann haben wir auf Platz 5 bis 7, so in dem Dreh, die Frankfurter, die Hoffenheimer, Leverkusen, wenn nicht ein Tick sogar schlechter, vielleicht Leverkusen, ja, mit dem Abgang von Grimaldo, vielleicht sogar ein bisschen weiter hinter. Vielleicht die Mainzer dann auch eher vor, muss man mal gucken. Dann 8 bis 11, da sehe ich die Augsburger, die Bremer und die Freiburger. Platz 12 bis 15, Union Berlin, Hamburger SV, Köln und Gladbach. Und meine Abstiegskandidaten sind Elversberg, Paderborn und Schalke 04. Die sehe ich auch alle drei nicht so gut gerüstet für die erste Bundesliga, obwohl ich vielleicht das Gefühl habe, dass mich Elversberg überraschen wird und die vielleicht noch mit einem von hier oben tauschen werden. Und dass es vielleicht für Hamburg oder für Köln-Gladbach irgendwie für Union vielleicht auch schwer wird diese Saison. Da habe ich irgendwie das komische Gefühl, dass die Unioner wieder was mit dem Abstieg zu tun haben werden. Also, ihr könnt gerne mal reinschreiben in den Chat oder später, wenn ihr das Video seht, in die Kommentare unten drunter. Was sagt ihr zu meiner Abschlusstabelle, meine Prognose für 2026, 2027? Ähm, Ihr könnt ja das Video nachher nochmal gucken, wenn ihr gerade erst eingeschaltet habt. Und könnt gerne mal eure Prognose da reinschreiben. Und für mich, wie gesagt, ganz fest Bayern München Meister. Da geht es, glaube ich, nichts zu rütteln. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der BVB da mit rankommt. Vielleicht gibt es auch mal wieder ein enges Rennen, man weiß es nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass da wahrscheinlich wieder so 9 bis 10 Punkte Vorsprung sind vom FC Bayern. Dafür ist einfach die Lücke zu groß und ja, auch ich glaube, der Geldbeutel auch zu groß beim FC Bayern München und beim BVB halt nicht so. Vielleicht gibt es auch eine Überraschung. Kann auch passieren. Ich sehe, wie gesagt, BVB auf Platz 2, die Leipziger dahinter und Stuttgart für mich dann auf Platz 4. Und ja, könnt ihr gerne mal reinschreiben. Wir haben auch noch die Abstimmung hier. Wie weit schafft es der FC Bayern München in der Champions League-Saison 26, 27? Da haben wir 42% Champions League-Sieger. Also, da seid ihr schon mal sehr, sehr mutig. Halbfinale und mindestens ins Viertelfinale sagen 25% und vor dem Achtelfinale nur 8%. Also da hoffe ich, dass der FC Bayern, so wie es vorhersagt, Champions League-Sieger wird. Und die Umfrage kann ich natürlich hier schon mal beenden. Und ja, das war es erstmal für meine Prognose für die neue Saison. Und ihr könnt gerne auch noch mitmachen. Hier unten steht's in dem Tippspiel bei Kicktipp. Und zwar die Tippliga heißt Dennis Bayern Arena. Und einfach anmelden, wenn ihr Lust habt beim Kicktipp. Wir tippen die erste Bundesliga und wir suchen den Kicktipp-König für die neue Saison. Und macht gerne mit. Lädt gerne auch noch eure Freunde, eure Arbeitskollegen oder Familie ein. Umso mehr mitmachen, umso mehr Spaß macht es. Und ja, wie gesagt, gerne in den Kommentaren eure Prognosen reinschreiben und was ihr denkt, wo der FC Bayern landet, wo der FC Schalke 04 landet und die ganzen Aufsteiger und den Rest der Liga. Mich würde es freuen, wenn ihr da auch mal eure Prognosen abgeben würdet oder vielleicht sogar sagt, ja, das sieht eigentlich ganz vernünftig aus. Und das andere, wie gesagt, nochmal, wer kann sich erinnern, Kicker Sonderheft, wie gesagt, aus meiner Jugend schon und die werde ich natürlich jede Woche pflegen. Die Kicker Stecktabelle ist natürlich wieder ein mühsames Unterfangen, die ganzen kleinen Vereine da mal reinzustecken, aber es ist Nostalgie von früher aus den 90er Jahren. Also wer mit mir fühlt und auch immer früher schon die Kicker-Stecktabelle hatte und gesammelt hat, der kann es auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Und wer nochmal sehen möchte, meine Prognose für das nächste Jahr, für die nächste ähm, Saison 2026,
2026, 2027, das sind meine Vereine so, meine Prognose für das kommende Jahr. Also, ich würde sagen, an dieser Stelle, das war es erstmal. An das Kicktipp-Spiel habe ich euch erinnert und wie gesagt, ihr könnt hoffentlich dann bald wieder einschalten. Und zwar am Freitag, wie gesagt, bin ich nicht dabei beim Kommentieren. Da habe ich selbst ein Pokalspiel. Dort also erst am Sonntagmittag der nächste Livestream, dann quasi zur Nachbesprechung über das Spiel gegen Stuttgart, erster Bundesligaspieltag. Und vielleicht können wir uns, wenn wir schon mal dabei sind, auch nochmal den ersten Spieltag ähm, anschauen. Genau, machen wir doch gleich mal. Also Bayern als Meister, Heimspiel gegen die Stuttgarter. Letzte Saison viermal geschlagen, ne? Franz Beckenbauer Supercup, zweimal in der Liga und im DFB-Pokal. Also gutes Oben, guter Start hoffentlich für den FC Bayern München gegen VfB Stuttgart. Dann haben wir den Aufsteiger Elversberg gegen Leverkusen. Da bin ich gespannt, wie gesagt, wie Elversberg sich schlägt. Leipzig spielt gegen Gladbach, dann Mainz gegen Paderborn, Union Berlin gegen Frankfurt, Köln gegen Hoffenheim, Dortmund gegen den HSV. Gibt es da vielleicht auch schon mal wieder die erste Überraschung? Freiburg gegen Bremen auf dem Sonntag und Augsburg gegen Schalke 04. Und ähm, das DFB-Pokalspiel ist dann am 2.9. gegen Osnabrück. Auch da leider kein Stream von mir. Da habe ich einen Termin und den ich leider, oder wie gesagt, wahrnehmen möchte. Und mein erster Spieltag ist dann gegen, oh, jetzt habe ich was anderes eingeschaltet, und zwar am zweiten Spieltag. Da haben wir es. Schalke gegen Bayern München, der Aufsteiger am zweiten Spieltag, am 5.9. um 18:30 Uhr. Ist quasi mein erster Livestream für die Bundesliga. Und dann hoffen wir natürlich auch, ähm, dass wir da schon ein paar Punkte oder die Punkte gesammelt haben gegen Stuttgart und dass wir dann auch im DFB-Pokal schon weiter sind. Und zwischendurch kommt natürlich auch noch morgen haben wir hier die Champions League Auslosung um 18 Uhr oder ab 18 Uhr die Champions League Auslosung. Ich bin gespannt, gegen wen Bayern in der Champions League spielen muss. Letztes Jahr hatten wir ja doch ein paar stärkere Gegner in der Ligaphase auch schon gehabt und dieses Jahr kann es natürlich auch zwei große Namen wird es auf jeden Fall geben und bin aber gespannt, wen es trifft und vielleicht könnt ihr mal reinschreiben in die Kommentare oder auch in den Live-Chat, wen ihr euch wünscht in der Ligaphase als Gegner. Und morgen könnt ihr euch das Ganze angucken ab 18 Uhr. Denke mal, bei YouTube gibt es da auch den einen oder anderen Livestream dazu. Und DFB-Pokal-Auslosung gibt es natürlich auch, ich glaube auch am Samstag oder am Sonntag in der Sportschau müsste das sein. Und wie gesagt, mein erster Livestream ist dann gegen Schalke 04. Und ja, für alle, die jetzt später eingeschaltet haben, hier nochmal meine Prognose. Ich sehe, hier sind noch ein paar dazugekommen. Meine Prognose für das Jahr 2026, 27. Und könnt ihr gerne mal in den Live-Chat oder auch in die Kommentare reinhauen. Was denkt ihr? Wie wird die Saison ausgehen und wo landet dein Verein oder der FC Bayern München natürlich? Und wie gesagt, gerne auch noch mal die Erinnerung, das Community-Tippspiel von Dennis Bayern Arena bei Kicktipp könnt ihr euch gerne anmelden. Ich würde mich freuen. Dennis Bayern Arena heißt dort das Tippspiel und wer Lust hat, wir suchen den Kicktipp König für die neue Saison und ja, wie gesagt, Familie, Freunde, Arbeitskollegen, alle sind willkommen. Einfach einladen, ihr könnt den Link auch weitersenden und dann könnt ihr bis Freitag natürlich euch noch anmelden. Danach geht ja die Saison los. Man könnte sich auch später anmelden. Aber ich denke mal, man will natürlich auch die Bonuspunkte abkrabbeln, die man dann bekommen kann für die jeweiligen richtigen Meister, Abstiegsplätze und wer schießt die meisten Tore und so und sowas. Also, das soll es erstmal von mir gewesen sein. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Wie gesagt, Daumen hoch und Abo geben nicht vergessen. Und mein Ziel, 1000 Abonnenten bis zum Ende des Jahres. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen und lasst doch gerne mal einen Kommentar da,
Und wir sehen uns dann bis zum nächsten Livestream. Bis dann. Ciao.